Wie würdet ihr reagieren, wenn ich sage, ich identifiziere mich als Koreanerin? Wahrscheinlich würdet ihr denken, ich bin verrückt. Wir wollen euch heute eine Person vorstellen, die wahrscheinlich schon sehr viele Leute kennen, die sich mit Korea auseinandersetzen. Das ist der Ollie London, denn der hat genau diese Aussage getätigt. Hallo und herzlichen Willkommen auf unserem Kanal. Wir sind Anna und Anna. Also wie gesagt, es geht um Ollie London. Der ist, wie sein Nachname ja schon sagt, Engländer, also Brite. Und der sieht natürlich europäisch aus. Also er hat eigentlich... Normalerweise ist der Europäer, hat ganz normal europäische Züge und hat dann aber beschlossen, er möchte gerne einer anderen Ethnie zugehören. Also er möchte gerne Koreaner sein. Oder er sieht sich sogar selbst als Koreaner. Ja, dazu muss man sagen, er selbst sagt, er ist nicht binär. Das heißt, er fühlt sich weder weiblich noch männlich. Ist aber transracial, wenn man das auf Englisch jetzt sagt, weil auf Deutsch darf man diesen Begriff, glaube ich, gar nicht verwenden. Und hat über 150.000 $, also das sind so 125.000 Euro, ausgegeben für Operationen, um so auszusehen wie sein großes Vorbild. Und das ist... Jimin aus BTS. Ja, also... Ja, was soll man dazu sagen? Ne? Ich bin echt ein bisschen schockiert gewesen, als ich diese Nachrichten gehört habe. Man muss auch wissen, dass ja, diese 125.000 Euro, das sind eigentlich 18 Operationen. Also wie viel das tut weh und so weiter, ist schon krass. Ich habe sogar eine, wie heißt das, wenn man interviewt wird, ein Interview mit dem gesehen habe, wo... ihm wurde gefragt, ob er versucht, einfach einen Hype zu machen oder so. Und er war so, nee, stellt euch vor, wie viel das weh tut, wenn man all diese 18 Operationen macht. Also es war, so wie er das sagte, nicht für den Hype, sondern wirklich fürs koreanisches Aussehen. Obwohl er sieht einfach asiatisch aus, aber koreanisch, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall hatte er jetzt vor kurzem seine letzte sozusagen abschließende OP, wo er dann seine Augen sozusagen operiert hat, um die etwas asiatischer aussehen zu lassen und hat dann ein Video auf Twitter veröffentlicht, was wir euch jetzt einmal zeigen werden. Und ja, ich bin mal gespannt auf eure Reaktionen darauf. Ihr könnt ja dann einfach mal direkt, nachdem ihr das angeschaut habt, in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. 안녕하세요. 저는 지민입니다. Hey guys, I'm finally Korean. I've transitioned. I'm so happy I've completed my look. I'm finally Korean, guys. I have the eyes. Just had a brow lift as well. So I'm so happy. Finally, I've been trapped in the wrong body for 8 years. Finally, I'm Korean. I can be myself. And I'm so happy. 안녕하세요. 지민입니다. 나는 한국 popstar. I am a new Korean pop star called Jimin. 안녕하세요. So happy with my new Korean eyes, my new Korean brow lift, my new Korean temple lift. Everything Korean, guys. I now identify fully as Korean. I'm so happy I can live my life the way I want to live it. Finally, after being trapped for so long. 8 Jahre, er ist 31, ja? 8 Jahre war er getrappt. Gefangen in dem Körper. Also das heißt nicht, dass er von der Geburt an dachte, dass er Koreaner ist, sondern wirklich mit 25 oder so, 23. Und er hat jetzt, glaube ich, in diesem ganz kurzen Video, das geht ja nur ein paar Sekunden, glaube ich, 3-mal gesagt, I'm finally Korean. Ja. Und nee, bist du nicht. Also nur weil du jetzt dieses Aussehen hast, macht dich das ja nicht zum Koreaner. Und warum wir überhaupt über dieses Thema reden, ist, dass natürlich sehr viele Koreaner extrem sich angegriffen fühlen durch dieses Video. Vor allen Dingen Koreaner, die lange Zeit auch im Ausland gelebt haben, weil die eben durch ihr Aussehen viel mit Rassismus auch zu tun hatten, in den Schulen teilweise ja gemobbt wurden dafür. Und jetzt auf einmal kommen halt solche Leute und machen halt dieses typisch asiatische Aussehen nach. Es gibt ja auch Leute, die machen das nur mit Make-up. Dann gibt es Leute, die lassen sogar so ganze Operationen durchführen. Dann gab es ja lange Zeit diesen Fox-Eye-Trend, dass die ganzen Models und so ja, ihre Augen so nach hinten gezogen haben auf Fotos, bei Fotoshootings. Es gibt ja sogar diese Tapes,
Ja. die man sich hier hinklebt und hinten zusammen macht, um diesen Cat-Eye-Look hinzubekommen. Und das war auch von der asiatischen Community sehr, sehr lange in der Kritik, weil die gesagt haben, wir wurden früher so geärgert in der Schule, dass die Leute halt diese Augenform nachgeäfft haben und gesagt haben, ha, du bist Asiate. Auf einer Seite verstehe ich nicht, warum die Koreaner zum Beispiel machen diese OPs, um europäisch auszusehen, dürfen und die anderen dürfen. Warum dürfen die anderen das nicht tun in die andere Richtung? Ich hab das mal, ist doch dasselbe. Ich finde auch, dass das fast dasselbe ist, aber ich habe mal so ein Interview gesehen von einer Koreanerin. Ich finde, die hat das sehr, sehr gut erklärt. Die hat gesagt, die machen nicht dieses Double Eyelid, um europäischer auszusehen, weil es gibt ja auch Asiaten, die damit geboren werden, mit dem Double Eyelid. Ja. Die machen das, weil vor allen Dingen für Frauen ist es einfacher, sich zu schminken, wenn man ein Es ist Double Eyelid hat. eine der Begründungen, aber es gibt voll viele, denke ich, die einfach denken, geil, ich werde größere Augen haben, werde vielleicht auch mehr europäisch aussehen, aber Ja, also die haben ja auch bessere Jobschancen und so. Also wenn die zumindest schöner in aussehen. Korea ist das ja leider so ziemlich oberflächlich alles da, ne? Aber ja, also ich will jetzt gar nicht auf seine psychische Verfassung oder so eingehen, weil wir ja keine Profis sind. Wir wissen ja nicht, ob es da irgendwelche Probleme gibt oder so. Ich meine, da muss ja irgendwas vorgefallen sein, dass ein Mensch sich einer anderen Nationalität mehr hingezogen fühlt als zu seiner eigenen. Weil soweit ich das jetzt aus den Artikeln lesen konnte, hat er selber nie in Korea gelebt. ich denke, er ist eher ein Korea-Fan, der sich diese Vorstellungen in den Kopf gelegt hat Ja. und einfach mit 23 gedacht hat, okay, Korea ist geil, ich bin Koreaner. Und ich will bin Koreaner sein. BTS-Fan und ich will Ja, genauso das aussehen wie alles Jimin. zusammen, ja. Er hat seinen Namen jetzt auch offiziell geändert. Er heißt jetzt auch Jimin. Und er hat in einem Video sogar gesagt, ja, ich sehe aus wie Jimin und ja, ich werde teilweise verwechselt mit ihm, Und weil raus wir auf der aussehen Straße. wie Twins. Ja. Also 2 Fotos bitte hier hinzufügen und wie die Twins aussehen. Genau, und da waren natürlich sehr, sehr viele BTS-Fans, haben sich auch natürlich angegriffen gefühlt Klar, dadurch, weil ja. für die Leute, von denen Jimin eben der Bias ist, die finden das total schrecklich, dass er sich überhaupt mit ihm vergleicht, weil Jimin ist ja nicht nur durch sein Aussehen berühmt geworden, sondern weil der ja sehr talentiert ist. Ich meine, wir wissen alle, wie viel Trainees und Idols investieren in ihre Karriere. Jahrelanges Training, die tanzen, die singen und ja. Ne? Und dann kommt jemand, der sich einfach durch OPs das sozusagen Ich bin angeeignet Jimin. hat und sagt dann, ich bin genau wie er. Also kommt natürlich nicht so gut rüber. Ne? Eine andere Sache, die wir noch kurz erwähnen möchten, ich habe ihn selbst auf TikTok gefunden, diesen Ollie London. Er hat ja auch sogar ein Musikvideo, glaube ich, das heißt Christmas in Korea oder so. Und ich habe ihn dort gefunden, weil er Videos macht, wo er sagt, wie bestimmte Wörter auf Koreanisch heißen. Und er sagt das dann mit so einem super schrecklichen Akzent und Also gerade schon das Video. komplett falsch ausgesprochen und sagt dann, ja, hello in Korean ist Annyeonghaseyo. Und super viele Koreaner machen sich natürlich lustig darüber. Ne? Also einerseits wünscht er sich natürlich Akzeptanz, aber er tut halt auch nicht viel dafür, um diese Akzeptanz zu bekommen, indem er solche Videos da hochlädt. Ne? Ja, das ist so meine persönliche Meinung dazu. Anna kann ja noch mal ein paar Worte sagen, wie sie das so sieht. Ich sehe das wirklich so genau wie du aus. Es ist zu viel. Ich denke, es tut mir wirklich leid, wenn ich nicht recht habe, aber ich denke, er hat irgendwelche Störungen, weil man kann sich einfach nicht so die Origins ändern. Und so wie Jimin sieht er nicht aus. Es tut mir wirklich leid für dich, Olli, aber es ist so. Ja, leider Gottes. Ne? Wir können ja nur sagen, dass wir als europäische Personen das nicht nachvollziehen können, warum man seine, ich weiß gar nicht, wie man das richtig nennt. Nationalität ist es ja nicht, Ethnie, ethnische Nee, Zugehörigkeit. Nationalität ist, wenn dein Pass, ja. Deutsch ist Origin sollte das Wort sein, aber auf Deutsch. Weiß ich. Deine Wurzeln, sagen Ja, wir so. genau, ja. Kann man ja einfach nicht ändern, selbst wenn man jetzt tausende OPs macht. Und man muss einfach verstehen, dass die Leute sich dadurch auch angegriffen fühlen können. Ne? Deshalb, lieber Olli, Nachricht an dich. Manche Sachen hast du nicht so gut gemacht. Ja.
Weil er sagt ja auch in jedem Video, da muss ich noch kurz hinzufügen, Koreaner sagen, dass das Cultural Appropriation ist, Ja. was er tut. Und fühlen sich dadurch angegriffen. Und er sagt halt, dass er das alles auf respektvolle Weise tut. Und er macht es nur, weil er Korea liebt. Aber jeder Mensch, der sich die Videos von ihm anguckt, versteht, dass das nicht respektvoll ist, was er tut. Ja, das ist nur unsere eigentlich unwichtige Meinung dazu, aber wir würden eure Meinung sehr gerne hören. Deshalb schreibt uns das doch gerne in die Kommentare, vor allen Dingen die BTS-Fans unter euch. Das wird uns sehr interessieren. Das war's mit diesem Video. Vergesst bitte nicht, uns ein Abo dazulassen, denn wir reden hier nicht nur über BTS, sondern auch über Reisetipps für Korea. Und bald wird es ja wieder möglich sein, nach Korea zu reisen, soweit wir das gehört haben. Deshalb lasst uns bitte ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video. Und ein Like. Dankeschön. Danke. Tschüss. Bye.